Da ich die letzten Jahre nie richtig Geburtstag gefeiert habe, wollte ich zu meinem 30. Geburtstag die geilste Party des Jahrhunderts schmeißen. Die Party meiner Träume. Da meine 55 Quadratmeter Wohnung etwas unspektakulär ist, machte ich mich auf die Suche nach einer geilen Location. Stundenlang klickte ich mich durch mietbare Party-Locations in München, aber keines der Angebote war sonderlich ansprechend für mich. Viele der Locations sind zu offensichtlich einfach nur darauf ausgelegt, dass man da hart saufen kann. Was bringt mir eine fette Bar, wenn viele der Gäste sich eher mit Weed, MDMA oder 2CB berauschen wollen? Außerdem bieten die meisten Locations außer der Bar nur ein paar Sitzgelegenheiten und eine Musikanlage, was sie nicht viel aufregender als meine Wohnung macht. Am ansprechendsten waren hier noch Hotels mit Wellnessbereich, aber da würde sich meine Partycrew nie richtig entspannen können, weil da überall Hotelpersonal rumcreept. Dann fiel mir eine Partyidee ein, die ich schon immer mal umsetzen wollte. Immer wenn ich Airbnb nach einer Unterkunft für einen Urlaub durchsuchte, sprangen mir da immer sehr viele hammergeile Luxushäuser ins Auge, die sich prima eignen würden, um dort eine fette Party zu schmeißen. Ich suchte mir also das geilste und luxuriöseste Haus, was ich auf Airbnb finden konnte, heraus. Das Haus, für das ich mich letztendlich entschied, kostete fast 2.500 € für 14 Personen. Obwohl das sehr viel Geld ist das wahrscheinlich noch wesentlich weniger, als man für ein Hotel mit einer solchen Ausstattung für 14 Personen für 3 Nächte gezahlt hätte. In dem Fall habe ich die kompletten Kosten übernommen, aber wenn man die Kosten mit allen teilt, ist man preislich ungefähr auf dem Level von einem Festival, also nicht allzu teuer. Falls ihr auch so eine Party schmeißen wollt, nutzt den Airbnb Affiliate Link in der Videobeschreibung, mit dem ihr 25 € Rabatt erhaltet. Weil Airbnb zum Wohnraummangel beiträgt, sind bestimmt einige von euch nicht Fan davon, auf so eine Weise eine Party zu schmeißen, also schreibt mir gerne, wie ihr eure Traumparty organisieren würdet oder organisiert habt. Bestimmte Partyideen auszuprobieren wäre doch ein nices Format für diesen Kabal. Der größte Nachteil an der gemieteten Party-Location war, dass wir dafür eine 6 Stunden Fahrt nach Tschechien aufnehmen mussten. 6 Stunden sind es zumindest, wenn bei der Fahrt nichts schief läuft und man zum Beispiel keine Unfälle baut. Weil es extrem schneite, mietete ich uns ein Auto mit Allradantrieb, aber das bewahrte uns trotzdem nicht vor einem Unfall. Bevor wir einen Unfall bauten, baute allerdings jemand anders einen Unfall auf der Autobahn, wegen dem wir uns eine Stunde keinen Zentimeter vom Fleck bewegen konnten. Also starteten wir eine kleine Autoparty. Ja, was machst du da? Ja, wir bauen jetzt das hier auf. Weil das Schokopudding. Also das eine. Ja. Die anderen Autos wecken sich auf. Ja, Logo. Oh ja, jetzt geht die Party los. Das Licht ist epic. Oh Mann, ich habe mich schon so gefreut, dass es weitergeht und dass ich wieder fahren darf. Nein, der Söder macht alles wieder kaputt. Etwas später bremste mein Bruder kaum ab, bevor er auf eine Raststättenausfahrt fuhr. Diese Ausfahrt war leider auch extrem zugeschneit, weshalb wir viel zu schnell auf jede Menge parkende Lastwagen zuschlitterten. Mein Bruder trat schnell auf die Bremsen, sodass wir zwar noch vor den Lastwagen zum Stillstand kamen, aber seitlich crashten wir dennoch in Betonblumenkästen, die fette Kratzer und Beulen in die hintere Stoßstange drückten. Fuck, 1.100 € Selbstbeteiligung. War hier natürlich mein erster Gedanke. Ich wusste nicht, ob ich mehr auf meinen Bruder sauer sein sollte, weil er den Unfall verursacht hat, oder auf mich, weil ich keinen Tarif ohne Selbstbeteiligung genommen habe. An der Party-Location angekommen, ließ ich den Schaden von Julian vom Kabal Autoreparatur-Tutorial, den ich zum Glück eingeladen hatte, beurteilen. Ja gut, die Stoßstange ist hin, ja. Die Stoßstange bei Audi ist lackiert eigentlich immer schon 1500 €. Jetzt, wo wir die nervige Anfahrt hinter uns gebracht hatten, konnte die Party im Luxushaus endlich beginnen.
Pool, Whirlpool, Sauna, Kicker, extrem gemütlicher Wohnraum. Das Haus ließ wirklich keine Wünsche offen. All die Partylichter, die ihr in den Aufnahmen seht, waren natürlich nicht standardmäßig im Airbnb-Haus, sondern die wurden von mir zu Hause mitgenommen. Dieses Video wird unterstützt von Blackleaf, die seit diesem Video vornehmste Bongmarke der Welt. Ihr könnt euch eine Blackleaf Bong oder andere Produkte von Blackleaf in meinem Shop stuff3000.de kaufen. Woo! Ich kann an euren Gesichtern ablesen, dass euch brennend interessiert, welche Drogen ich an dem Wochenende untergemischt bekommen habe. Am ersten Tag waren das MDMA, 2CB und DMT. Bevor ich euch hier ein paar Rauscheindrücke zeige, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass Drogenkonsum sehr riskant ist und gravierende psychische und physische Schäden verursachen kann. Immer wenn ich MDMA nehme, dann habe ich, wenn es einfährt, immer so eine Art Panikattacke, Unwohlsein, Übelkeit. Ich habe gedacht, ich halte es mal auf Video fest, um auch mal die negativen Seiten von einem Trip zu zeigen. Irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ob das Reden mir gerade so ein bisschen raushilft. Gerade vor 2 Minuten ging es mir deutlich schlechter. Simone? Ja. Alles gut? Ja. Gut. Ich melde mich wieder. Hallo. Leute, nehmt keine Drogen. Nehmt kein DMT, nehmt euch kein Beispiel an mir. Oh, DMT. So zu tun, als wäre man auf DMT. Es ist überhaupt gerade das erste Mal, dass ich MDMA und DMT mische. Oder genau genommen mische ich gerade MDMA und 2CB und DMT, aber ich glaube, ich spüre nicht mehr viel von dem 2CB, ich spüre nur noch das MDMA. Es sind alle anderen schon im Bett, aber jetzt ist gefühlt der Höhepunkt meines Trips so, also übelst auf Emma halt einfach Klassik. Oh, ohne Scheiß, das ist so krank, Leute, wenn man auf Emma in den Whirlpool reingeht. Aber ich empfehle es euch nicht, also ist es ungesund, weil man ja bei Emma überhitzen kann. Ich bin auch gerade nackt im Whirlpool, es ist einfach nur geil. Leute, ich bin gerade in der Sauna. Also diese Sauna hat 39 Grad und das ist ja ein bisschen heißer jetzt, als wenn draußen schön Wetter ist. Nackt. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht entscheiden, ob ich MDMA und 2CB als eine gute Kombination empfinde. Einerseits hatte ich schon eine schöne Zeit, aber bei mir kommen die Substanzen, glaube ich, einzeln besser zur Geltung. Ihr könnt jetzt noch genauer schildern, wie sich der Nexus Flip anfühlte, aber wie die Drogen ballern, stand eigentlich nicht sonderlich im Mittelpunkt der Party. Einige Partygäste konsumierten nur ein bisschen Weed und manche blieben sogar komplett nüchtern. Die Party bestand aus so viel mehr als nur Drogenkonsum. Fast immer, wenn man zur Couch Area schaute, war dabei Meditieren oder Yoga machen. Ich finde es irgendwie cool, dass fast alle meine Freunde unabhängig voneinander versuchen, ihr Leben durch solche Praktiken zu verbessern. Sogar ich habe an diesem Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben meditiert. Vor 10 Jahren mit 20 direkt nach dem Abitur bestanden Partywochenenden bei uns aus hemmungslosen Saufeinlagen in Begleitung von Rock- und Ska-Musik. Und mit 30 nehmen wir Drogen in vernünftigen Dosen, meditieren
und entspannen beim Wellnessen in Begleitung von eher elektronischer Musik. Sieht so erwachsen werden aus. Im Laufe der Jahre hat sich zwar geändert, wie so eine Feier bei meinen Freunden und mir aussieht, aber die Freunde haben sich erstaunlicherweise kaum geändert. Von den 13 Personen, die auf der Party waren, bin ich mit den meisten seit über 15 Jahren befreundet. Manche kenne ich sogar seit der 1. Klasse oder sogar seit der Geburt. Auch wenn vereinzelt Leute von uns weit weg von den anderen gezogen sind, hielten wir immer Kontakt. Meine Freunde scheinen wirklich Freunde fürs Leben zu sein. Das ist schon eine echte Besonderheit. Wie viele Leute können von sich behaupten, dass sie so viele sehr lang anhaltende Freundschaften haben? Dass man sich auseinanderlegt, muss natürlich nichts Schlechtes sein. Niemand sollte der Nostalgie wegen Freundschaften aufrechterhalten, bei denen der letzte Funke schon längst erloschen ist. Wir hatten aber das Glück, dass wir uns alle in eine ähnliche Richtung entwickelt haben. Wir sind noch alle auf der gleichen Wellenlänge. Solche Freundschaften bringen mehr Freude als jede Droge. Also zumindest in der Bilanz. Das Wochenende war auch irgendwie wie eine rückwärts erlebte Kurzfassung von meinem Leben. Am Anfang der Party waren viele meiner Freunde da, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt hatte. Und am letzten Abend waren alle entweder schon im Bett oder wieder nach Hause gefahren und es waren nur noch mein Bruder und ich. Die Zeit hatte ich irgendwie lange komplett vergessen. Die Zeiten, als es eigentlich nur mich und meinen Bruder gab. Natürlich gab es da auch meine Eltern, aber die waren nicht auf unserem Level. Wir saßen beide in der Wellness-Area und zogen abwechselnd an einem Vapo, in den uns jemand ein DMT-Wurstbrot gemischt hatte. Und das DMT ließ irgendwie lauter Kindheitserinnerungen wieder hochkommen. Ich sah, wie mein Bruder und ich als Batman und Robin verkleidet eine Kiste als unser Batmobil verwendeten, wie wir im Speicher spielten, als wir noch in so einer komischen Dachbodenwohnung gewohnt haben. Während dieses Abends sprach ich zu keinem Zeitpunkt aus, dass ich in nostalgischen Kindheitsmomenten badete. Ich ging davon aus, dass mein Bruder an was total anderes dachte. In einem Gespräch bei der Heimfahrt stellte sich heraus, dass er die gleichen Gedanken hatte. Es waren also Momente wahrer brüderlicher Verbundenheit. Ich war plötzlich sauer auf mich, weil ich zu Beginn der Reise meinen Bruder so angeschnauzt hatte, weil er das Mietauto geschrottet hat. Scheiß doch mal auf sowas, als hätte er den Unfall absichtlich gemacht. Wenn ich an Gott glauben würde, würde ich sagen, dass Gott mich absichtlich nicht die Versicherung abschließen hat lassen, damit mir an diesem Wochenende in Erinnerung gerufen wird, dass mein Bruder mehr als 1100 € wert ist. In Katar würde ich mindestens 30.000 für den Bastard bekommen. Danke an alle, die mich in den letzten 30 Lebensjahren supportet haben, seien es Brüder, Eltern, Freunde, Freundinnen, Satan oder auch alle, die diesen Kabal abonniert haben.